Das Mittelmeer. Für die Römer war es das Mare Nostrum, unser Meer. Für die Venezianer war es ihr Kontor, für die Spanier ihre Verbindungsstraße. Aber für die Osmanen? Für die Osmanen war das Meer lange Zeit eine fremde, feindliche Wüste aus Wasser. Sie waren Kinder der Steppe, Reiter, deren Füße fest im Steigbügel und auf dem Boden verankert waren. Ein Osmane fürchtete Gott und sonst nichts, aber wenn er ein Schiff betrat, fühlte er sich unsicher. Doch ein Imperium, das 3 Kontinente umspannt, kann nicht ewig am Ufer stehen bleiben. Es muss lernen, auf den Wellen zu reiten, oder es wird von ihnen verschluckt. Willkommen bei Chronifekt. Hier erzählen wir Geschichte ruhig, sachlich und im Zusammenhang. Werde Teil dieser Chronik und abonniert den Kanal, bevor wir gemeinsam die nächste Seite der Geschichte aufschlagen. Kapitel 29. Heer der Meere. Um zu verstehen, wie revolutionär dieser Wandel war, müssen wir uns die Ausgangslage ansehen. Das Osmanische Reich war eine Landmacht. Eine gigantische, unaufhaltsame Walze aus Infanterie und Kavallerie. Die Flotte? Sie war lange Zeit nur ein Hilfsmittel. Gut genug, um Truppen über den Bosporus zu setzen oder Flussübergänge zu sichern. Aber auf offenem Meer, im tiefen Blau, da herrschten andere. Da herrschte das Kreuz. Venedig, Genua, die Johanniterritter auf Rhodos und später Malta und natürlich das aufsteigende spanische Weltreich unter Karl V. Sie hatten die Galeeren, sie hatten die Karten, sie hatten die Erfahrung. Süleyman wusste, wenn er der Kaiser der Welt sein wollte, der Padschah, dann reichte es nicht, den Staub Asiens und Europas unter den Stiefeln zu haben. Er brauchte das Salz des Meeres in den Haaren. Aber man kann Erfahrung nicht kaufen und man kann Seemannschaft nicht befehlen. Man muss sie sich holen. Und Süleyman holte sie sich von dort, wo sie am rauesten war. Von den Piraten. Die Geschichte führt uns auf die Insel Lesbos. Dort lebte ein Töpfer, ein ehemaliger Sipahi, mit seinen Söhnen. 2 dieser Söhne sollten die Weltkarte neu zeichnen, Uruk und Hizir. Sie waren keine geborenen Admirale. Sie waren Abenteurer, Händler, Glücksritter. Das Schicksal trieb sie in die Piraterie, nicht aus Bosheit, sondern aus Notwendigkeit und Gelegenheit. Das Mittelmeer des 16. Jahrhunderts war ein rechtsfreier Raum, ein wilder Westen auf dem Wasser. Christliche Korsaren jagten muslimische Schiffe, muslimische Korsaren jagten christliche. Uruk, der Ältere, war der Erste, der sich einen Namen machte. Er war ein Bär von einem Mann, charismatisch, wild, ein geborener Anführer. Er operierte, von Nordafrika aus, von Tunis und später Algier. Die Europäer nannten ihn Baba Uruk, Vater Uruk, was in ihren Ohren bald zu Barbarossa verballhornt wurde, Rotbart. Wobei der rote Bart tatsächlich ein Markenzeichen der Brüder war. Uruk war mehr als ein Räuber. Er verstand Politik. Er sah, dass die kleinen muslimischen Fürstentümer in Nordafrika schwach waren, zerfressen von internen Streitigkeiten und bedroht von den Spaniern, die nach der Reconquista, der Rückeroberung Spaniens, nun über das Meer griffen und Festungen an der afrikanischen Küste bauten. Uruk positionierte sich als der Schwertarm des Islam. Er rettete tausende Moriscos, muslimische Flüchtlinge aus Spanien, und brachte sie sicher nach Nordafrika. Das brachte ihm den Ruf eines Helden ein, eines Ghazi zur See. Doch Uruk starb im Kampf gegen die Spanier. Ein wildes Gefecht, bei dem er bis zum letzten Atemzug kämpfte, den Säbel in der einen Hand, den Stumpf seines abgeschossenen Arms in der anderen, so will es zumindest die Legende. Nun fiel das Erbe an seinen jüngeren Bruder Hizir. Hizir war anders. Er hatte den Mut seines Bruders, aber er hatte dazu den Verstand eines Staatsmannes. Er wusste, dass ein Piratenreich in Algier auf Dauer nicht gegen die Macht Spaniens bestehen konnte. Er brauchte einen starken Rücken. Er brauchte Kanonen, Geld, Schiffe. Er brauchte den Sultan.
Im Jahr 1519, noch unter Selim dem Grimmigen, hatte Hizir bereits das symbolische Angebot gemacht, er unterstellte Algier dem Osmanischen Reich. Er schenkte dem Sultan eine ganze Provinz, die er nicht erobern musste. Im Gegenzug wollte er Schutz und Anerkennung. Selim, der Pragmatiker, akzeptierte. Hizir wurde zum Gouverneur ernannt. Aus dem Piraten wurde ein Pascha. Aber erst unter Süleyman sollte Hizir seinen wahren Aufstieg erleben. 1533, kurz vor dem verhängnisvollen Perserzug Ibrahims, wurde Hizir nach Istanbul gerufen. Stellt euch diese Szene vor. Die osmanische Hauptstadt, dominiert von steifen Protokollen, von Paschas in Seidenkaftanen, die ihre Hände in weichen Ärmeln verbargen und in leisen Tönen sprachen. Und da kommt Hizir. Ein Mann der See, das Gesicht gegerbt von Sonne und Salz, umgeben von einer Entourage aus raubeinigen Korsaren, die wankten, wenn sie auf festem Boden gingen. Die hohe Pforte rümpfte die Nase. Für die alte Elite waren das Banditen. Nützlich, ja, aber nicht salonfähig. Doch Süleyman sah etwas anderes. Er sah die Lösung seines Problems. Er sah den Mann, der ihm das Mittelmeer schenken konnte. Süleyman ernannte Hizir zum Kapudan Pascha, zum Großadmiral der osmanischen Flotte. Und er gab ihm einen neuen Namen, Hereddin. Das Gute des Glaubens. Aus Hizir dem Korsaren wurde Hereddin Pascha. Barbarossa. Diese Ernennung war ein Schock für das System. Normalerweise wurde man Kapudan Pascha, indem man sich am Hof hochdiente oder indem man ein Günstling war. Dass ein Außenseiter, ein Turkman von einer Insel, diesen Posten bekam, war unerhört. Aber Süleyman gab ihm nicht nur den Titel, er gab ihm die Macht. Er übergab ihm das Arsenal, das Tersane am Goldenen Horn. Barbarossa fand das Arsenal in einem erbärmlichen Zustand vor. Die Schiffe waren veraltet, die Bauweise schwerfällig, die Mannschaften schlecht trainiert. Die Osmanen bauten Schiffe wie Festungen, groß, hochbordig, vollgestopft mit Janitscharen. Sie wollten das Land auf das Meer bringen. Barbarossa schüttelte den Kopf. Er wusste, dass das Meer Geschwindigkeit verlangt. Er ließ Galeeren bauen, die flach, schnell und wendig waren. Er änderte die Taktik. Statt zu entern, setzte er auf Artillerie und Manöver. Er trainierte die Seeleute nicht wie Soldaten, sondern wie Segler. Er verbrachte den Winter 1533 auf 1534 damit, die osmanische Marine von Grund auf neu zu erfinden. Es hämmerte und sägte Tag und Nacht am Goldenen Horn. Wälder wurden abgeholzt, Eisen geschmiedet. Barbarossa überwachte jeden Nagel. Er wusste, dass sein Leben davon abhing. Denn im Westen wartete sein Gegenspieler. Andrea Doria. Andrea Doria war der Admiral Karls V. Ein Genüse, ein Adliger, ein Taktiker von altem Schlag. Er war der Fürst der Meere, solange Barbarossa nicht da war. Das Duell zwischen diesen beiden Männern ist der Stoff, aus dem Legenden sind. Der Pirat gegen den Fürsten. Der rote Bart gegen den weißen Bart. Barbarossas erste Bewährungsprobe als Kapudan Pascha ließ nicht lange auf sich warten. 1534 lief die neue Flotte aus. 84 Galeeren. Das Ziel war nicht einfach nur Plünderung. Das Ziel war eine Botschaft. Barbarossa fegte durch die italienischen Gewässer. Er landete in Kalabrien, in Kampanien, er bedrohte sogar Rom. Die Glocken des Petersdoms läuteten Sturm. Der Papst zitterte. Die Osmanen waren nicht mehr fern im Osten, sie waren vor der Haustür. Aber Barbarossas wahres Ziel war Tunis. Tunis wurde von den Hafsiden regiert, einer Dynastie, die mit den Spaniern kooperierte. Für Barbarossa war das ein Dorn im Auge. Er eroberte die Stadt in einem Handstreich. Ein genialer Schachzug. Mit Algier und Tunis in osmanischer Hand kontrollierten sie die engste Stelle des Mittelmeers, die Straße von Sizilien.
Kein Schiff konnte mehr von Ost nach West fahren, ohne den Schatten des Halbmonds zu spüren. Karl V. verstand die Gefahr sofort. Wenn er Tunis verlor, verlor er das Mittelmeer. Der Kaiser rüstete zur Gegenoffensive. Er sammelte eine gewaltige Armada. 300 Schiffe, 30.000 Mann. Er selbst, der mächtigste Monarch der Christenheit, führte das Heer an. Das zeigt, wie ernst die Lage war. 1535 fiel Tunis. Barbarossa war in der Unterzahl, die Bevölkerung rebellierte gegen ihn, aufgehetzt durch spanische Agenten. Er musste fliehen. Es war eine bittere Niederlage. Karl V. feierte sich als der neue Scipio Africanus, der Bezwinger Afrikas. Er ließ triumphale Wandteppiche weben, die diesen Sieg für die Ewigkeit festhalten sollten. In Europa atmete man auf. Der Schrecken war gebannt. Dachte man. Aber man hatte Barbarossa unterschätzt. Während Karl in Tunis feierte, tat Barbarossa das, was er am besten konnte, das Unerwartete. Er floh nicht nach Istanbul, um Gnade zu betteln. Er segelte nach Algier, sammelte seine Reserveflotte und überfiel die Balearen. Während der Kaiser in Tunis paradierte, plünderte Barbarossa Menorca, nahm tausende Gefangene und segelte triumphierend nach Istanbul zurück. Süleyman empfing ihn nicht als Verlierer von Tunis, sondern als den Mann, der dem Kaiser eine blutige Nase verpasst hatte, während dieser ihm den Rücken zukehrte. Das Spiel war noch lange nicht vorbei. Die Jahre vergingen mit einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel. Venedig, das lange versucht hatte, neutral zu bleiben, um seinen Handel zu schützen, wurde nun unweigerlich in den Konflikt hineingezogen. Barbarossa attackierte venezianische Besitzungen in der Ägäis. Eine Insel nach der anderen fiel. Syros, Aegina, Ios, Paros. Das Herzogtum Naxos, ein letztes Überbleibsel der Kreuzzüge, wurde tributpflichtig. Venedig war in Panik. Die Serenissima, die durchlauchtigste Republik, sah ihre Lebensader durchschnitten. Sie riefen den Papst an, sie riefen den Kaiser an. Es wurde eine Heilige Liga geschmiedet. Papst Paul III., Kaiser Karl V., Venedig und die Johanniter. Eine gewaltige Koalition, vereint durch ein einziges Ziel, die Vernichtung der osmanischen Flotte. Wir schreiben das Jahr 1538. Die Atmosphäre ist zum Zerreißen gespannt. Die Heilige Liga sammelte ihre Flotte bei Korfu. Es war die größte christliche Armada, die je gesehen wurde. Über 160 große Galeeren, dazu Hunderte von kleineren Schiffen und Transportern. Insgesamt fast 600 Schiffe und 60.000 Mann. An der Spitze Andrea Doria. Barbarossa hatte weniger. Viel weniger. Etwa 120 Galeeren. Zahlenmäßig war er 1:3, vielleicht 1:4 unterlegen. Nach jeder militärischen Logik hätte er sich zurückziehen müssen, in den Schutz der Dardanellen. Aber Barbarossa dachte nicht daran. Er suchte die Entscheidung. Er segelte nach Westen, in das Ionische Meer, in die Bucht von Atta. Ein Ort, der schon einmal Geschichte geschrieben hatte. In der Antike hieß er Actium. Dort hatte Augustus gegen Antonius und Kleopatra gewonnen. Nun, fast 1600 Jahre später, sollte sich an fast derselben Stelle das Schicksal des Mittelmeers erneut entscheiden. Preveza. Der 28. September 1538. Die Bucht von Preveza. Die Sonne brannte auf das Wasser, aber der Wind war launisch. Barbarossa hatte seine Flotte im Schutz der Bucht in einer Halbmondformation aufgestellt. Eine klassische Verteidigungsposition, aber auch eine Falle. Er wusste, dass die großen, schweren Galeonen der Christen, vor allem die venezianischen Kolosse, Wind brauchten, um zu manövrieren. Seine Galeeren hingegen wurden gerudert. Sie waren unabhängig vom Wind. Draußen auf offener See lauerte die Armada der Heiligen Liga. Andrea Doria zögerte. Er war ein vorsichtiger Mann, vielleicht zu vorsichtig.
Er wollte Barbarossa aus der Bucht locken, auf das offene Wasser, wo seine großen Schiffe ihre Feuerkraft ausspielen konnten. Aber Barbarossa tat ihm den Gefallen nicht. Zumindest nicht sofort. Er wartete. Er beobachtete den Himmel und das Meer. Er sah, dass der Wind nachließ. Die Segel der christlichen Schiffe hingen schlaff herab. Die Kolosse wurden zu trägen Festungen, die im Wasser dümpelten, unfähig, sich schnell zu drehen. Das war der Moment. Barbarossa gab das Signal. Bismillah. Ruder vorwärts. Die osmanische Flotte schoss aus der Bucht wie ein Schwarm Hornissen. Sie ruderten direkt auf die gigantischen Schiffe zu. Es sah aus wie Selbstmord. Kleine Holzschiffe gegen schwimmende Burgen. Aber Barbarossa nutzte seine Wendigkeit. Seine Galeeren umkreisten die unbeweglichen Riesen, feuerten ihre Bugkanonen ab und zogen sich wieder zurück, bevor die Christen antworten konnten. Es war ein Gemetzel der Taktik. Die christliche Flotte war uneins. Die Venezianer wollten angreifen, der Papst wollte angreifen, aber Doria hielt sich zurück. Warum? Man munkelt bis heute. War er bestochen worden? Wollte er die Schiffe seines Kaisers schonen und die Venezianer bluten lassen? Oder erkannte er einfach, dass er in der Flaute gegen die Rudergaleeren keine Chance hatte? Während die Venezianer kämpften, blieb das Zentrum der Liga passiv. Barbarossa isolierte die Schiffe, kaperte sie eins nach dem anderen oder versenkte sie. Das Meer färbte sich rot. Die Osmanen kämpften mit einer Wildheit, die die Europäer schockierte. Turgot Reis, Barbarossas fähigster Schüler, führte den rechten Flügel und brach durch die Linien. Am Ende des Tages war es kein totaler Sieg im Sinne von alle Feinde versenkt, aber es war ein strategischer Triumph. Die Heilige Liga zog sich zurück. Doria segelte heim, verfolgt. Vom Spott ganz Europas. Barbarossa hatte mit einer unterlegenen Flotte die vereinigte Macht der Christenheit in die Flucht geschlagen. Preveza war mehr als eine Schlacht. Es war der Beweis, dass das Mittelmeer nun ein osmanischer See war. Nach 1538 wagte es keine christliche Flotte mehr, die Osmanen in einer offenen Feldschlacht herauszufordern, für über 30 Jahre, bis Lepanto. Süleyman feierte den Sieg in Istanbul mit Kanonenschüssen und Festen. Barbarossa war auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Der ehemalige Pirat, der Sohn eines Töpfers, hatte dem Sultan das Meer geschenkt. Doch der Sieg von Preveza war nicht das Ende der Ambitionen, sondern der Beginn einer diplomatischen Revolution, die Europa erschütterte. Die Politik macht oft merkwürdige Bettgenossen, und in den 1540er Jahren schmiedeten Süleyman der Prächtige und Franz I. von Frankreich ein Bündnis, das für die christliche Welt ein Skandal war, die Lilie und der Halbmond. Der katholische König von Frankreich verbündete sich mit dem Sultan gegen den gemeinsamen Feind, Kaiser Karl V. Im Jahr 1543 schickte Süleyman seine Flotte nach Westen, nicht um zu erobern, sondern um seinen neuen Verbündeten zu unterstützen. Barbarossa, nun ein alter Mann, dessen roter Bart langsam weiß wurde, aber der immer noch gefürchtet war wie der Teufel, segelte mit über 100 Galeeren nach Marseille. Die Franzosen staunten nicht schlecht, als die osmanischen Schiffe in ihren Hafen einliefen. Kanonenschüsse hallten über das Wasser, aber es waren Salutschüsse. Zusammen mit der französischen Flotte griff Barbarossa die Stadt Nizza an, die damals zum Einflussbereich des Kaisers gehörte. Es war ein fast surreales Bild, osmanische Janitscharen und französische Soldaten stürmten Seite an Seite die Mauern einer christlichen Stadt. Nizza fiel, wurde geplündert und brannte. Doch das eigentliche Ereignis, das in die Geschichtsbücher einging, folgte im Winter. Barbarossa brauchte ein Quartier für seine riesige Flotte und seine 30.000 Mann. Eine Rückkehr nach Istanbul war wegen der Herbststürme zu gefährlich. Franz I. bot ihm Toulon an. Was dann geschah, ist einzigartig.
Die gesamte christliche Bevölkerung von Toulon wurde auf Befehl des Königs evakuiert, um Platz für die Osmanen zu machen. Die Kathedrale der Stadt wurde leergeräumt und in eine Moschee umgewandelt. 5-mal am Tag rief der Muezzin vom Glockenturm zum Gebet mitten im katholischen Frankreich. Auf den Märkten von Toulon wurde monatelang mit osmanischer Währung bezahlt. Wer Brot oder Fleisch kaufen wollte, brauchte Akze. Toulon war für einen Winter lang eine osmanische Enklave. Die Franzosen zahlten Barbarossa sogar Sold, damit er blieb und die Stadt nicht plünderte. Ein zeitgenössischer Beobachter schrieb entsetzt, wer Toulon sieht, glaubt, er sei in Konstantinopel. Im Frühling 1544 segelte Barbarossa schließlich heim. Er hatte den Franzosen geholfen, den Kaiser zu demütigen, und er kehrte mit Schiffen voller Beute und Sklaven zurück. Es war seine letzte große Fahrt. Der Mann, der als Pirat auf Lesbos begonnen hatte und als Großadmiral eines Weltreichs endete, zog sich in seinen Palast am Bosporus zurück. Dort diktierte er seine Memoiren, die Ghaz-Awad, die Eroberungen. Er wollte sicherstellen, dass die Nachwelt wusste, wer das Mittelmeer bezwungen hatte. Am 4. Juli 1546 starb Barbarossa Hereddin Pascha friedlich in seinem Bett. Ein seltenes Ende für einen Mann seines Berufs, da die meisten seiner Gefährten durch das Schwert oder am Galgen endeten. Er wurde in einer Türbe in Besiktas begraben, direkt am Ufer, dort, wo er so oft seine Flotte versammelt hatte. Bis heute grüßen türkische Kriegsschiffe ihren ewigen Admiral, wenn sie an seinem Grab vorbeifahren. Mit Barbarossas Tod entstand eine Lücke, die schwer zu füllen war. Aber das Meer duldet kein Vakuum. Ein neuer Mann trat aus dem Schatten des Meisters hervor. Turgut Reis, den der Westen Dragut nannte. Er war ein Schüler Barbarossas, aber in vielerlei Hinsicht noch wilder und unberechenbarer. Während Barbarossa der Stratege war, war Turgut das Schwert. Er machte die Küsten Italiens und Spaniens unsicher, versklavte Tausende und entkam jeder Falle, die man ihm stellte. Sein berühmtestes Entkommen geschah auf der Insel Djerba. Eingeschlossen von der spanischen Flotte, ließ er seine Schiffe über Land auf die andere Seite der Insel ziehen, auf gefetteten Hölzern, und entkam im Rücken des Feindes. Eine Aktion, die an Mehmed den Eroberer erinnerte. Unter Turgut Reis blieb das Mittelmeer ein osmanischer See, und die Angst vor den Segeln mit dem Halbmond war allgegenwärtig. Die Jahre nach Barbarossa waren keineswegs ruhig. Das Mittelmeer blieb ein Schlachtfeld, auf dem das Wasser oft so rot war wie die Flaggen der Kriegsschiffe. Während Süleyman an den Grenzen zu Persien oder Ungarn kämpfte, war der Krieg zur See ein dauerhafter Zustand. Der Mann, der diese Flammen am Lodern hielt, war Turgut Reis. Er war nun der Gouverneur von Tripolis, einer Stadt, die er 1551 erobert hatte. Tripolis war wie ein Dolch, der auf den weichen Unterbauch von Italien und Sizilien zielte. Die christlichen Mächte, nun angeführt von Philipp II. Von Spanien, dem Sohn von Kaiser Karl, konnten diese Bedrohung nicht ignorieren. Im Jahr 1560 entschlossen sie sich zu einem gewaltigen Gegenschlag. Ihr Ziel war es, Tripolis zurückzuerobern und den osmanischen Griff um Nordafrika ein für allemal zu lösen. Sie stellten eine Flotte zusammen, die fast so beeindruckend war wie jene bei Preveza. Über 50 Galeeren und Dutzende Transportschiffe, beladen mit tausenden Soldaten. Sie eroberten die Insel Djerba vor der Küste Tunesiens, um sie als Basis für den Angriff auf Tripolis zu nutzen. Aber sie hatten die Geschwindigkeit der osmanischen Reaktion unterschätzt. In Istanbul setzte der neue Kapudan Pascha, Piyale Pascha, ein Mann von kroatischer oder ungarischer Herkunft, streng loyal zum Sultan, sofort die Segel. Er wurde unterstützt von dem alten Wolf Turgut Reis, der das Gewässer wie seine Westentasche kannte. Als die osmanische Flotte im Mai 1560 am Horizont von Djerba erschien, brach unter den Christen Panik aus. Sie saßen in der Falle. Was folgte, war weniger eine Schlacht als vielmehr ein Gemetzel. Piyale Pascha und Turgut Reis vernichteten die christliche Flotte in wenigen Stunden.
Über die Hälfte der spanischen Schiffe wurde versenkt oder geentert. 18.000 christliche Soldaten wurden getötet oder gefangen genommen. Es war der absolute Höhepunkt der osmanischen Seeherrschaft, ein Sieg, der sogar Preveza in den Schatten stellte. Die Dominanz war so total, dass die Osmanen am Strand von Djerba ein grausames Monument errichteten, eine Pyramide aus den Schädeln und Knochen der gefallenen spanischen Soldaten. Dieser Schädelturm, der Borti el Rus, stand dort fast 300 Jahre lang als warnendes Symbol für jeden, der es wagte, die Türken auf ihrem Meer herauszufordern. Das Mittelmeer war nun, mehr denn je, ein türkischer See. Aber Hegemonie verleitet oft zu Hochmut. Mit dem scheinbar bezwungenen Meer richteten sich die Augen des alternden Sultans auf den allerletzten Dorn in seiner Seite. Eine kleine, felsige Insel, die ihm Jahrzehnte zuvor getrotzt hatte und die strategisch vital zwischen Sizilien und Afrika lag, Malta. Die Johanniterritter, die Süleyman 1522 von Rhodos vertrieben hatte, hatten dort eine neue Heimat gefunden. Sie waren keine Bauern, sie waren Kriegermönche, Korsaren im Namen Christi, die die osmanischen Handelsrouten störten und muslimische Pilger auf dem Weg nach Mekka abfingen. Süleyman, nun in seinen 70ern, entschied, dass es an der Zeit war, das zu beenden, was er 40 Jahre zuvor begonnen hatte. Er wollte den Orden von der Landkarte tilgen. So begann im Jahr 1565 das Unternehmen, das als die große Belagerung in die Geschichte eingehen sollte. Es war keine gewöhnliche militärische Operation, es war ein ideologischer Endkampf. Süleyman schickte alles, was er hatte. Eine Armada von fast 200 Schiffen und 40.000 Mann Elitetruppen, darunter tausende Janitscharen und Sipahis. Gegen sie standen auf Malta nur etwa 700 Ritter und ein paar tausend maltesische Milizionäre und Söldner, angeführt von dem Großmeister Jean de la Valette, einem Mann, der so hart war wie der Fels der Insel selbst. Niemand in Europa glaubte, dass Malta halten würde. Man betete für die Ritter, aber man schickte keine Hilfe, weil man sie bereits für tot hielt. Doch die Osmanen hatten zwei Dinge unterschätzt: den fanatischen Widerstandswillen der Ritter und die tödliche Hitze des maltesischen Sommers. Die Kämpfe auf Malta waren von einer Brutalität, die selbst erfahrene Veteranen erzittern ließ. Die Osmanen rannten gegen die Festung St. Elmo an, verloren tausende Männer im Kreuzfeuer, nur um einen Haufen Schutt zu erobern. Und dann traf sie der schwerste Schlag: Turgut Reis, der alte Drache des Mittelmeers, wurde tödlich verwundet. Ein Splitter, losgelöst durch den Einschlag einer Kanonenkugel im felsigen Boden, traf ihn am Kopf. Er starb wenige Tage später, gerade als St. Elmo fiel. Mit ihm starb der taktische Verstand der Belagerung. Piale Pascha und Mustafa Pascha, der Befehlshaber der Landtruppen, gerieten in Streit. Die Moral der Truppe sank mit jedem Tag, an dem die Mauern der Hauptfestungen nicht fielen. Im September 1565, als die Herbststürme drohten, geschah das Wunder, auf das die Ritter gewartet hatten. Eine spanische Entsatzflotte aus Sizilien, das Gran Soccorso, tauchte am Horizont auf. Die osmanischen Befehlshaber, zermürbt von Verlusten und Krankheiten, brachen die Belagerung ab. Sie zogen sich zurück. Es war die erste große Niederlage der osmanischen Armee unter Süleyman seit dem Rückzug vor Wien. Tausende der besten Soldaten lagen tot vor den Mauern Valetas. Als die Nachricht Istanbul erreichte, herrschte Stille im Palast. Süleyman, der gewohnt war, Siegesbotschaften zu empfangen, soll verbittert gesagt haben: Nur in meiner Hand ist mein Schwert glückbringend. Es war eine schmerzhafte Erkenntnis, seine Generäle und Admirale waren ohne ihn nicht unbesiegbar. Malta markierte die Grenze der osmanischen Expansion im Westen. Das Mittelmeer blieb zwar noch für Jahre ein osmanisch dominiertes Gewässer, aber der Traum, Rom zu erobern und das Meer zu einem rein muslimischen See zu machen, war an den Felsen von Malta zerschellt. Die Ära der großen Korsaren, die Könige das Fürchten lehrten, ging langsam zu Ende. Barbarossa war tot, Turgut war tot. Was blieb, war ein Patt. Der Westen gehörte den Spaniern, der Osten den Osmanen.
Die Weltmacht hatte ihre natürliche Grenze gefunden, diktiert von der Logistik und dem Widerstandswillen des Gegners. Doch während an den Rändern des Reiches Kanonen donnerten und Schiffe sanken, spielte sich im Herzen des Imperiums ein noch viel grausameres Drama ab. Ein Drama, das nicht mit Schießpulver, sondern mit Tinte und Seidenschnüren ausgefochten wurde. Die militärischen Siege und Niederlagen waren laut und sichtbar, aber der wahre Zerfall begann leise, hinter den Vorhängen des Harems und in den Köpfen der Prinzen. Wir haben gesehen, wie das Reich nach außen glänzte wie Gold, aber nun müssen wir den Blick nach innen richten, auf den Rost, der das Eisen zerfraß. Dazu eine Frage an euch: Die Belagerung von Malta gilt als Wendepunkt, an dem die osmanische Expansion gestoppt wurde. Glaubt ihr, das Reich hatte seine maximale Ausdehnung einfach erreicht, oder war es militärisches Versagen der Führung? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie das vielleicht größte Drama der osmanischen Geschichte seinen Lauf nimmt, dann abonniert jetzt den Kanal und aktiviert die Glocke. Denn im nächsten Kapitel sehen wir, wie Prinz Mustafa, der Hoffnungsträger des Reiches, zum Opfer einer tödlichen Intrige wird.